Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie kommen jeden Tag nach Frankfurt. Starport 5-2. Der Flughafen, einer der wichtigsten in Europa. 1400 Starts und Landungen täglich, 70 Millionen Passagiere pro Jahr. Für Sicherheit und einen perfekten Ablauf sorgen 81.000 Menschen. Der Flughafen ist Hessens größte Jobmaschine. Führerscheinprüfung auf dem Vorfeld. Adriana fährt zum ersten Mal. Stopp, stopp. Guck mal, da kommt ein Flugzeug. Wird sie bestehen? Notfall, Unfall, Schlägerei. Im Einsatz mit Christoph Friedl von der Airport Security. Ein Verdacht Herzinfarkt, ein Kreislaufkollaps und eine Person, der ist selbstständig wieder ausgestiegen. Also bei 500 Leuten in dem Flieger, da passiert halt auch was. Nichts darf schiefgehen, sonst drohen Chaos und Verspätungen. Wie arbeiten und leben die Menschen in dieser Kleinstadt mit der täglichen Herausforderung? In den Sommerferien meldet der Flughafen Rekordzahlen. Sie lauten täglich 240.000 Passagiere, 500.000 Koffer und 1.600 Starts und Landungen. Von Juni bis September herrscht Hochsaison. Tor 3 am Terminal 1. Da kommt noch eine. Ja, ich fahre schon mal rein mit denen. 3, 2. Die Frühschicht von Christoph Friedl ist erst wenige Minuten alt. Schon hat er den ersten Einsatz. Ein Flugzeug mit mehreren medizinischen Notfällen ist im Landeanflug, meldet die Leitstelle. Ja, ich weiß, der erste ist schon da. Ich fahre mit denen mal rein und warte auf den zweiten. Christoph Friedl arbeitet bei der Airport Security. Er ist für die Sicherheit auf dem Flughafen verantwortlich. Der zweite. Gut. Es kommt noch ein zweiter RTW. Die Retter kommen aus der Innenstadt. Sie sind selten am Flughafen. Sie kennen sich nicht aus. Dafür ist jetzt Christoph Friedl da. Er wird die Retter begleiten und bewachen. Denn eigentlich müssten Arzt und Sanitäter durch die Sicherheitskontrollen, so wie Passagiere auch. Doch bei akuten Notfällen gelten Ausnahmen. Und auch nur, wenn die Airport Security dabei ist. Was passiert jetzt? Jetzt fahren die Fahrzeuge hinter dem Follow Me und wir setzen uns hinten dran. Der Follow Me ist verantwortlich für den Verkehr auf dem Vorfeld. Das heißt, Lotsendienste werden auf dem Vorfeld nur durch Follow Me's durchgeführt. Das heißt, ich kann begleiten, aber nicht lotsen. Der Flughafen hat auch eigene Rettungswagen und Notärzte. Doch sind alle im Einsatz, wird Hilfe aus der Innenstadt angefordert. Das dürfte auch die Maschine schon sein, die es betrifft. Flug 463 aus Miami. Da steht jetzt schon die Treppe bereit, über die dann die Hilfskräfte in die Maschine reingehen. Steht die Maschine, dürfen die Rettungsteams näher ranfahren. Ist offen. Ein Mann liegt auf dem Boden in der Bordküche. Kurz vor dem Landeanflug wird dem Passagier plötzlich schlecht. Er bekommt Atemnot, erzählen die Flugbegleiter. Sie leisten erste Hilfe und informieren den Piloten. Der funkt mit den Lotsen im Tower. Sie alarmieren den Notarzt. Die Retter wollen den Mann schnell in eine Klinik bringen. Normalerweise muss er durch die Pass- und Zollkontrolle im Terminal. Doch das ist nicht mehr möglich, sagt der Notarzt. Dem Amerikaner geht es sehr schlecht. Christoph Friedl informiert die Bundespolizei. Der wird transportiert und die Ehegattin ist auch dabei. Die sind jetzt im Fahrzeug. Ja. Okay, alles klar. Und ich soll aber ein bisschen zackig machen, ne? Danke. Ciao. Beifahrersitz. Okay. Please come with me. Come with me. Der Sicherheitsmann kümmert sich auch um die Ehefrau. Sie darf im Rettungswagen mitfahren. So, ich habe jetzt 2 Leute, die an Bord der Maschine waren, die hier nach Frankfurt müssen. Die müssen ja durch eine Einreise. Die gehen nicht durch die normale Einreise. Und die Bundespolizei habe ich jetzt veranlasst, dass die Bundespolizei hierher kommt, um hier eine Kontrolle durchzuführen. Die Koffer des Ehepaars werden nachgeliefert.
Darum kümmert sich ein Kollege vom Gepäckservice. Die Leitstelle ruft an. Friedel? Ihr wisst ja auch, wo die hinfahren, ne? Gut, alles klar, perfekt. Danke dir. So, ich habe jetzt von der Leitstelle Informationen bekommen, dass die direkt durchfahren können ins Krankenhaus. Einreise wird dann dort gemacht. Die werden dann dort schon empfangen von Bundespolizei. Das war jetzt nur eine Der Amerikaner hat einen akuten Herzinfarkt. Deshalb macht die Bundespolizei eine Ausnahme. Die Beamten fahren gleich zur Klinik. Wie geht es den anderen Notfällen? Also wir hatten jetzt 3 verschiedene Sachen, alle unabhängig voneinander. Ein Verdacht Herzinfarkt, ein Kreislaufkollaps und eine Person, der ist selbstständig wieder ausgestiegen. Also bei 500 Leuten in dem Flieger, da passiert halt auch was. Ist so. Die anderen kranken Passagiere können normal einreisen. Sie kommen in die Flughafenambulanz. Ein Arzt wird sie dort untersuchen. Christoph Friedel begleitet das Rettungsteam wieder runter vom Flughafengelände, zurück zum Tor 3. Gut. Und jetzt überlassen wir sie ihrem Schicksal. Er fährt zurück aufs Vorfeld, sein Einsatzgebiet. Vielen Dank. Seit 25 Jahren arbeitet er im Kerosinduft, wie er sagt, inklusive Dauerstress und Lärm. Aber der Flughafen, neben seiner Ehefrau, seine zweite große Liebe. Oh ja. Und warum ist das so? Ich denke, man kann so ganz richtig wieder lieben, wenn man auch mal weg war. Also ich habe ja nie, wie viele alte Kollegen, dass ich immer hier war, sondern ich war zwischendrin mal eine kurze Zeit. Ich war mal 10 Jahre weg und habe den Flughafen dann von der neuen Seite gesehen. Und ich denke, deswegen ist dieses Innige zum Flughafen ganz einfach auch da. Hat auch mit dem Job zu tun, weil der Job ist ganz einfach genial, weil man mit allen Schichten, mit allem und jedem zu tun hat. Und kein Tag ist wie der andere. Und das macht es echt aus. Nach 18 Jahren Flughafen hat er sich selbstständig gemacht mit einer Reinigungsfirma. Lief gut, sagt er. Doch die Sehnsucht nach dem Abenteuer war größer. Er hat seine Firma verkauft. Seit 8 Jahren ist er wieder da und fährt 10 bis 14 Einsätze pro Schicht. Autofahren auf dem Vorfeld, das darf jeder, aber nur mit einem Sonderführerschein. Den gibt's im Süden bei der Fahrerausbildung. Mit Maximilian Fiedler. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für die Stunde der Wahrheit. Heute ist Prüfungstag. Den Vorfeldführerschein braucht hier jeder, auch Adriana Lehotzka. Wie geht's heute Morgen? Danke. Doch ein bisschen aufgeregt. Ja. Der Sonderführerschein ist eine Art Jobgarantie, sagt der Ausbilder. Heute liegt erstens der Theorietest an. Das heißt, wir starten jetzt gleich mit einem kleinen Test, den die Teilnehmer beantworten müssen. Und sofern sie den bestanden haben, geht es dann direkt weiter raus aufs Vorfeld für die praktische Fahrt. Maximilian Fiedler hat am Flughafen beim Rettungsdienst angefangen. Nach 5 Jahren wechselte er zur Fahrerausbildung. Dann bitte ich euch schon mal sämtliche Unterlagen vom Tisch runter, dass ihr noch einen Stift drauf habt, vielleicht was zu trinken, alles andere bitte weg. Dann teile ich jetzt die Testbogen aus. Ab jetzt bitte nicht mehr sprechen. Ruhig sein, keine Handys rausholen, weil ansonsten gibt es Probleme. Seine 10 Prüflinge bekommen 12 Fragen und 30 Minuten. Viel Erfolg. Mit dem Flughafenführerschein dürfen Sie Lastwagen, Schlepper, Busse, kurzum alles fahren. Nicht, was Sie fahren, ist die Frage, sondern wie Sie fahren. Mit Flughafenausweis, Attest vom Augenarzt und 429 € kann hier jeder mitmachen. So, danke sehr. Bogen 2. Warum hast du eigentlich vom Rettungsdienst gewechselt hierher? Das waren diverse Gründe. Einmal macht es mir sehr viel Spaß, vor Leuten Unterricht zu halten, was ich im Rettungsdienst schon festgestellt habe, als ich Erste-Hilfe-Kurse gegeben habe. Und dann war letztes Jahr hier die Ausschreibung draußen gewesen für die Fahrerausbildung. Da habe ich mich natürlich sofort darauf beworben. Zum anderen hat es natürlich auch die mega großen Vorteile, dass ich jetzt von Montags bis Freitags arbeite. Immer im Frühdienst so gesehen und so gesehen nachmittags immer für meine kleine Tochter da bin.
Mit seiner Familie wohnt er in Kelkheim, mitten in der Einflugschneise. Mitleid hat er mit allen, die durchfallen. Im Schnitt 20%. Ja, doch. Also wenn man schon merkt, dass sich die Leute anstrengen und es dann nicht geklappt hat, zum Beispiel, weil es an der sprachlichen Barriere liegt, dann ist es schon, wo man denkt, das ist schade, dass er es nicht geschafft hat, weil die wenigsten, die herkommen, sind eigentlich doof. Das liegt wirklich an der sprachlichen Barriere und das ist dann durchzufallen, ist halt ärgerlich. Und das tut einem den einen oder anderen dann doch schon etwas leid. Maximilian Fiedler ist einer von 8 Ausbildern. Jedes Jahr unterrichten sie 3000 Kunden, die einen Vorfeldführerschein brauchen. Werden heute alle bestehen? In 15 Minuten weiß der Familienvater mehr. Vom Süden mitten aufs Vorfeld zu Christoph Friedl von der Airport Security. Der Sicherheitsmann ist schon wieder im Einsatz. Eine Maschine hat eine Panne und blockiert den Weg zur Startbahn. Die steht auf dem Rollweg. Also ganz am anderen Ende des Flughafens steht die Maschine auf dem Rollweg. Und da bleibt die auch stehen jetzt? Da bleibt die jetzt stehen, bis die Feuerwehr da ist. Auf dem Flughafen gilt Tempo 30. Bei Einsatzfahrten Vollgas. Ich muss trotzdem darauf achten, weil die Flugzeuge nach wie vor Vorfahrt haben. Also trotz meiner Sondersignalfahrt. Sehen wir es gerade? Der hat Vorfahrt. Zwangspause. Durchflug ME 217 aus Beirut. Aus Hamburg ist Flug LH 011 gelandet und will auch abbiegen zum Terminal 1. Hier Lageraufsicht, keine Besonderheiten. Feuerwehr vor Ort. Wir haben eben eine Erstmeldung gehabt, dass keine Besonderheiten zumindest erstmal erkennbar sind. Das heißt, die Maschine brennt mal zumindest nicht. Feuerwehr ist an der Maschine dran, prüft die Bremsen. Angeblich Rauch an den Bremsen. Das haben die Piloten dem Tower gemeldet. Die Lotsen alarmierten die Feuerwehr. Wirkt aber alles normal. Wohl ein Fehlalarm, sagt Harald Trümpler, Einsatzleiter von der Flughafenfeuerwehr. Und wie ist die Lage? Hatten einen Sensorfehler am Hauptfahrwerk, hat eine hohe Temperatur angezeigt bekommen. Wir haben das jetzt mit Kernthermometer überprüft. Das ist also definitiv ein Sensorfehler. Temperatur ist bei 50 und 90 Grad, also ganz normal. Ein Computerfehler. Die Piloten wollten nach Basel mit 52 Passagieren. Jetzt müssen sie zurück zum Terminal. Dort wird die Maschine getauscht. Sicherheit steht für Airline und Airport an erster Stelle. 3-2 hört. 3-2, bitte mal die Kollegen mit unterstützen. Victor 167, Buseinsatzleitung meldet, dass Fluggäste im Bus randalieren. Christoph Friedl hat diesen Einsatz protokolliert. Jetzt muss er schon wieder weiter. Randale im Bus. Passagier gegen Fahrer. Wie oft kommt sowas vor? Das kommt öfter vor. Ja, melde eine Einstellung. Die Gründe? Unzufriedenheit mit irgendwelchen Zuständen, Flug verpasst, zu spät zum Checken gekommen, nicht mehr mitgenommen worden. Hier kann ich es jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, was da auf der Position dann der Fall ist. So, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Zurück zur Fahrerausbildung im Süden. Haben alle die Theorie bestanden? Ausbilder Maximilian Fiedler kontrolliert die Fragebögen. Punktlandung. Der erste hat bestanden. Alle 10 Kandidaten brauchen den Führerschein, sonst können sie nicht auf dem Vorfeld arbeiten. So, ihr Lieben, sind denn alle da? Sieht noch so leer aus. 1, 2, 3, 4. Ich wollte gerade sagen, da fehlen noch 2. Fast alle sind von ihrem Chef zur Fahrerausbildung geschickt worden. Es haben leider nicht alle bestanden. Leider nein. Einer ist durchgefallen. Er kann kaum Deutsch sprechen. Vielleicht lag es daran, sagt Maximilian Fiedler.
So, dann schauen wir uns doch mal an, was ihr so fabriziert habt. Dennis, fangen wir mit dir an. Alles richtig, 12 von 12, sehr schön. So muss das sein. Danke nicht mir, du hast den Test geschrieben. Der Adi, wo sitzt er, wo sitzt er? Da sitzt er, 10 von 12, ebenfalls bestanden. Die Adriana, da werden die Augen auf einmal ganz groß. Alles gut, 11 von 12, bestanden. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Jetzt kann es losgehen. Rein ins Gewusel, raus aufs Vorfeld. Dort, wo täglich 700 Flugzeuge und 4000 Autos unterwegs sind. Kommt herein. Wenn Sie die praktische Prüfung jetzt auch noch bestehen, haben Sie ihn, den ersehnten Vorfeldführerschein. Mahlzeit. Vom Süden zum Terminal 1. Der ist heute voller als sonst. Sommerferien in Deutschland. Stress am größten Flughafen. 240.000 Passagiere mit viel Gepäck werden ab jetzt jeden Tag durch die Terminals geschleust. Auf den ersten Blick wirkt es chaotisch. Doch dahinter steckt System. Gesteuert aus der Leitstelle im Terminal 1. Mit Managerin Katharina Jud. Im Sommer sind hier einige Bereiche, die sehr gefüllt sind. Und wenn der Passagier dann trotzdem seinen Flug pünktlich bekommt, dann sind wir natürlich auch sehr glücklich und sehr stolz, dass der Tag so reibungslos vonstatten ging. Und dass eben die kleineren Pannen im Hintergrund bleiben und der Fluggast das gar nicht so mitbekommt, was hier alles so hinter den Kulissen passiert. Mit ihren Kollegen ist die 46-Jährige für die Passagiersteuerung in den Terminals verantwortlich. Tag und Nacht, rund um die Uhr. Die Absperrung war zwischen 15:90 und 15:48. Chaos, Warteschlangen vermeiden, das ist ihr Job. Der Computer hilft dabei. Er weiß, wann es wo eng wird. Die Ausreise, die hat jetzt gerade hohes Aufkommen. Okay, und kommt nachher noch mal irgendwie? Da kommt eine Stunde später, Ja, kommt okay. der nächste Peak auf, Ja. den du sehen kannst. Da erwarten wir. Gefüttert ist der Computer mit Passagierdaten der Airlines. Er weiß auch, wann Ferien und Feiertage sind. Aber kannst du gerade mal gucken, bitte? Ich glaube, da ist um 18 Uhr auch noch mal höheres Aufkommen an der A-Ebene 2. Als Entlastung für die Jahreszeiten kennt der digitale Kollege auch. Wichtig, denn im Winter dauern die Sicherheitskontrollen mit Passagieren länger als im Sommer. Sie müssen ihre dicken Jacken ablegen. Das dauert. Aber kein Problem. Katharina Jud sieht alles und kann reagieren. Kontrollgeräte funktioniert. In den Terminals kann die Aschaffenburgerin Passagiere mit Richtungspfeilen umleiten, dorthin schicken, wo weniger los ist. Die LED-Displays sind Luxus, sagt sie. Früher mussten sie Schilder mehrmals am Tag per Hand umhängen. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Job, das macht aber auch Spaß. Was begeistert Sie so am Flughafen? Die große, weite Welt. Also mir macht es einfach viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn es natürlich auch manchmal kritische Situationen gibt, es gibt Beschwerden, es ist nicht immer schön, von Passagieren beschimpft zu werden oder die Airlines, die natürlich dann auch mit vielen Situationen unzufrieden sind. Aber da muss man natürlich dann immer ruhig bleiben und eine Lösung für das Problem finden und die Nuss knacken sozusagen. Die erste Nuss des Tages liegt im Terminal 1. Sie könnte gleich für das gefürchtete Chaos sorgen. Das Problem steht in Halle B, ist schwarz, klein und will eigentlich ins Ausland. Wir haben jetzt einen schwarzen Trolley am Schalter 332 ohne Besitzer, das heißt für uns ein herrenloser Gegenstand. Wir machen jetzt den Ausruf. Der Kollege macht es jetzt auf Deutsch und auf Englisch für den Bereich. Das herrenlose Gepäckstück könnte jetzt die Passagiersteuerung durcheinander bringen. Der Bereich wird großräumig abgesperrt. Die Schalter, die sich jetzt in dem Fall in der Nähe befinden, können dann nicht genutzt werden. Müssen jetzt Umleitungen initiiert werden. Wenn wir Glück haben, wie gesagt, kommt der Besitzer und dann gibt es auch keine Absperrmaßnahmen. Doch der Besitzer kommt nicht, auch nicht nach der dritten Durchsage. Vor 30 Jahren explodierte hier eine Bombe in einer Reisetasche. 3 Tote, viele Verletzte. Von den Tätern fehlt bis heute jede Spur.
Seitdem sind die Kontrollen strenger. Wird ein herrenloser Koffer entdeckt, startet die Sicherheitsmaschine. Da fängt jetzt auch der Kollege schon an mit der Absperrung. Da sieht man jetzt, wie die Passagiere eben den Bereich hier verlassen müssen. Und der Kollege macht hier jetzt gerade die Absperrung fest. Ab jetzt steigt die Staugefahr im Terminal. 30 Check-in-Schalter sind geschlossen. Passagiere müssen über Umwege zu anderen Schaltern gesteuert werden, bis die Bundespolizei Entwarnung gibt. Da, jetzt kommen sie. Hier. Das kleine rote Auto hier sind die Entschärfer, die sich jetzt quasi per Röntgenkontrolle dem Koffer annehmen und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die Bundespolizisten untersuchen das Gepäckstück nach Sprengstoff. Das kann dauern. Solange bleibt die Abflughalle B gesperrt. Vom Terminal 1 zur Position V167. Dort soll ein Passagier randalieren. Flug 444 nach Atlanta sollte schon längst in der Luft sein. Ein Passagier hat sich mit einem Busfahrer in die Wolle bekommen. Jetzt diskutieren sie lautstark. Christoph Friedl soll schlichten. Moin, habt ihr ein Problem? Bei dir hier drin. Ah, okay. Für Randalierer gibt's die komplette Schicht der Security. Der Passagier erzählt seine Version des Streits. Hier. Dann der Busfahrer. Du hast ihn hierher gefahren? Ich habe ihn ganz normal hierher Genau. Und da hat er gefragt, wie lange es dauert, und da hast du gesagt, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, wir müssen warten, genau, weil der Lift kommt. Okay, jetzt ist der Lift ja da. Der Passagier ist auf einen Lift angewiesen, der ihn hoch zum Flieger bringt. Er sitzt im Rollstuhl. Some people are friendly, some people are not so friendly. Sorry for that. Der Mann hatte Angst, seinen Flug zu verpassen und nachgefragt. Der Busfahrer war unhöflich, sagt der Rollstuhlfahrer. Christoph Friedl entschuldigt sich für den Ärger. Fluggäste sollen mit einem guten Gefühl Frankfurt verlassen, sagt er. Das sei ihm wichtig. Er geht auf jeden Fall mit. Gelingt aber nicht immer. Nee. Hab ich noch nicht. Also wir haben jetzt, sage ich mal, ein Missverständnis gehabt. Das ist ein Busfahrer, der nicht gut Englisch kann, ein englischsprachiger Gast. Der Lift hatte ein bisschen Verspätung. Der Busfahrer hat ihm versucht zu sagen, der Lift kommt später. Das kam beim Gast unfreundlich an. Daraufhin hat ein Wort das andere gegeben. Ich habe jetzt da so ein bisschen vermittelt, habe mit dem Gast gesprochen. Der Gast fliegt jetzt auch mit. Also ich denke mal, jetzt haben wir alles wieder im grünen Bereich. Ja, Seelsorge ist auch so ein Teil meines Jobs. Hitzige Köpfe, keine Randale, meldet Seelsorger Friedl der Leitstelle. Ja, die Lage hat sich geklärt. Der Passagier ist jetzt im Hubwagen drin und fliegt auch mit. Konnte von mir beruhigt werden. Ich wusste, du bist der richtige Mann dafür. Denk dran, du hast gleich Pause. Ja, verstanden, danke. So geht er doch gerne in die Pause. Der Rollstuhlfahrer kommt in den Flieger und der startet mit 30 Minuten Verspätung. Industriekaufmann wollte er werden, doch dann ging der Franke aus dem Kreis Miltenberg mit einem Kumpel zur Polizei. Die Zeiten damals waren rau. Terror mit der RAF und Demonstrationen mit Schlagstock. Ich war bei Demos an der 18 West, bei der Räumung des Hüttendorfs, ja, als bayerischer Polizeibeamter. Wie gesagt, habe viele solche Einsätze bei der Polizei miterlebt, die aber eigentlich nicht dem entsprachen, was ich eigentlich bei der Polizei machen wollte. Ich wollte also eigentlich nicht den Bürger verprügeln, sondern ich wollte der gute Polizist sein, der dem Bürger hilft. Aber wie gesagt, die Sachlage war damals eine andere und hat sich ja für mich zum Guten gewendet, indem ich dann zu Fraport, damals noch FAG, kam, ja, und hier mein Glück gefunden habe. 500 Meter gegenüber, im Terminal 1. Katharina Juth muss Passagiere umleiten, wegen eines Polizeieinsatzes. Die haben jetzt die Check-in-Halle B West zugemacht, zwischen Tür 3 und 2. Also der Durchgang AB quasi bis Schalterinsel B. Auch 30 Check-in-Schalter sind dicht. Der Grund? Ein herrenloser Koffer. Die Entschärfer der Bundespolizei nehmen ihn gerade auseinander.
Katharina Juth ist Terminal Duty Managerin und beobachtet den Einsatz. Da ist der Kollege Entschärfer und der guckt sich jetzt quasi das an. Der macht jetzt die Auswertung. Der entscheidet jetzt, was gemacht wird, genau. Das ist natürlich ein heikles Thema für uns jetzt im Betrieb, wenn größere Bereiche abgesperrt werden. Und dann brauche ich hier auch alle mir zur Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen. Ihre Kollegen helfen vor Ort den Passagieren und sagen ihnen, wo sie langlaufen dürfen. Der Koffer heute ist ungefährlich, nur Kleidung. Einsatz erledigt. Heißt für uns, die Maßnahme ist beendet und der Betrieb geht jetzt ganz normal weiter, ohne Umleitung für die Passagiere. Was droht denn jetzt dem Besitzer? Also wenn der Besitzer jetzt kommt, wird er belehrt. Ansonsten passiert nichts. Also er wird auch nicht zum Beispiel vom Flug ausgeschlossen oder bekommt jetzt irgendwie Punkte in irgendeinem Strafkatalog. Aber manchmal würde man sich das wünschen, weil wenn wir größere Absperrungen haben, sind es teilweise Tausende von Passagieren, die das betrifft, die natürlich nicht begeistert sind und ihre Flüge verpassen. Und der Besitzer dann teilweise gar kein Verständnis dafür hat, warum jetzt so eine große Aufregung gemacht wird in der Halle. 2 bis 3 herrenlose Gepäckstücke haben sie pro Schicht, manchmal auch gleichzeitig. Der Flughafen, eine Logistikmaschine, die größte Deutschlands. Alle Bereiche und Arbeiten werden gesteuert und kontrolliert, auch Passagiere. Irgendwo ist eine Schürze, dann Rauchschürze oder ein Feuerschutz zugefahren. Das heißt, wir haben Feuermelder-Einlauf zwischen Ankunft A und B. Okay. Feueralarm im Terminal 1 am Parkhaus. Treppen und Gänge zu den Autos sind gesperrt. Es gibt Brandschutztore, die zufallen in dem Bereich. Dann müssen die Passagiere außenrum geleitet werden. Und es gibt auch Rauchschürzen, die dann von der Decke runterkommen, aus dickerem Material, die dann Passagierwege versperren. Das heißt, wir suchen jetzt, ob eine Tür zugefallen ist, eine Brandschutztür oder eine Rauchschürze sich eben aktiviert hat. Und das würde dann für uns heißen, dass wir die Passagiere umleiten müssen. Mit Kollegen vor Ort und mit Richtungspfeilen auf Anzeigetafeln werden die Passagiere umgeleitet. Da hört man jetzt auch schon die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückt jetzt aus. Die muss den Bereich jetzt quasi absuchen. Es kann ein Defekt sein, es könnte aber auch zum Beispiel Zigarettenrauch sein oder ein Toaster in der Küche. Als Beispiel haben wir auch öfter Kochdunst von irgendeinem Restaurant, von einem Aufenthaltsraum. Aber hoffentlich haben wir das Problem schnell behoben. Es kommt zu keinem Großeinsatz. 10 bis 20 Rauchmeldeeinsätze haben sie pro Tag. Das sei normal. Aufregung auch auf dem Vorfeld. Heute ist die praktische Prüfung für den Sonderführerschein. Adriana Lehotzka darf als Erste zeigen, dass sie die Verkehrsregeln beherrscht. So nah an den Fliegern, das ist beeindruckend, kann aber auch teuer werden. Fahrausbilder Maximilian Fiedler ist gut vorbereitet. Ich sag mal so, das ist so ein Auto, wie man es von der Fahrschule her ganz normal kennt. Das heißt, ich als Fahrer, Ausbilder habe zusätzlich immer Pedale vorne. Das heißt, zur Not kann ich auch mal bremsen oder ins Geschehen eingreifen. Jetzt fährt sie zum allerersten Mal selbst auf dem Vorfeld. Das ist die einzige Komplikation dieser Brille. Ja, bereit. Ja, es kann losgehen. Warum ist die Brille kompliziert? Weil ich sie zum ersten Mal auf der Nase habe. Wobei meine Tochter sagte, Mama, wenigstens zweimal mit Brille fahren. Nein. Ja. Und wie ist das Gefühl, jetzt hier zu sitzen und zu wissen, jetzt geht es hier zwischen den Flugzeugen durch? Es ist vertraut auf jeden Fall. Das größte Passagierflugzeug der Welt bringt ausgerechnet jetzt alles durcheinander. Jedenfalls bei den Männern. Adriana muss warten. Prüfung und Aufregung hin oder her. Jetzt zählt der Flieger. So, dann. Einsteigen. Ja. Alles ist vergessen. 2 Flieger und alles ist vergessen. Wenn ich nichts sage, fahrt ihr geradeaus oder ihr folgt der abknickenden Vorfahrtsstraße. Ansonsten sage ich links, rechts, geradeaus, hoch, runter, wie ich gerade lustig bin. Wenn du dann soweit bist, alle angeschnallt sind, ja, Blinker haben wir. Dann können wir. 1 Stunde lang muss Adriana beweisen, dass sie hier fahren kann. Bei Tempo 30. Meine erste Fahrt auf dem Vorfeld.
So, ich gebe euch den Tipp, fahrt am besten die ganze Zeit im zweiten Gang. Da kommt ihr nicht irgendwie in die Gefahr, dass ihr schneller als 30 fahren wollt. Ihr müsst nicht ständig hoch und runter schalten, dann ist alles gut. Tipp, schau mal nach rechts hinten, ob ein Flugzeug kommt. Nach rechts hinten? Nach rechts hinten. Genau, kommt einer? Wir haben nichts. Sehr gut, kommt von vorne einer. Von vorne kommt auch nichts. Perfekt, wie sieht es von links aus? Positionen sind belegt und Sehr gut, du kannst da einfach ganz gemütlich weiterfahren. ich kann bei voller Geschwindigkeit 30 Du kannst bei voller Geschwindigkeit Vollgas 30 weiterfahren. And I say, ooh, girl, step on the scene. Don't you know what it's on me? Ich schneller fahren. Ich habe die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ooh, girl, step on the scene. Don't you know the word is on me? Ooh, girl, caught in between. Don't you know the grass ain't green? So, wie sieht es von rechts hinten aus? Kommt da ein Flugzeug? Rechts hinten? Ich weiß, mein rechts ist umgekehrt. Nein, es ist kein Sehr Flugzeug gut. da. Wie sieht es von vorne aus? Sorry. Alles gut. Don't you know the world is on me? Wir haben nirgendwo ein Flugzeug. Genau. Don't you know? So, jetzt fahren wir. Don't you know the world is on me? Oh, Albert. So trifft man seine Kollegen wieder. Eigentlich ist Überholen verboten, aber auf dem Tacho zählt jeder Kilometer. Ich sag mal so, wir fahren jetzt 26. Der ist langsam an uns vorbeigefahren. Also ich denke mal, das wird gerade so an der Grenze gewesen sein. Zur Erinnerung, Tempo 30 ist hier die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. So, und? Stopp, stopp, stopp. Sorry. Alles gut. Guck mal, da kommt ein Flugzeug. Da kommt ein Flugzeug. Der hätte jetzt hier abbiegen können. Ach so, aber der fährt gerade. So, jetzt fährt er geradeaus weiter. Jetzt können wir weiterfahren. Ne? Da müssen wir uns wirklich sicher sein, weil wir nie wissen, in welche Richtung die rollen. Oh je, ist der Führerschein jetzt in Gefahr? So, wir folgen da vorne schön unserer Straße geradeaus. Und die macht da vorne einen Linksknick, die Straße. Den folgen wir dem Linksknick. Geradeaus, genau. Wer Verkehrsregeln ignoriert, lernt die Airport Security kennen. Eine Gelegenheit dafür wäre heute im Osten. Regelmäßig machen sie Verkehrs- und Radarkontrollen, erzählt Christoph Friedl. Zu schnell fahren hier am Flughafen ist mit Strafen verbunden. Es gibt dann einen Punktekatalog, analog zu dem Flensburger oder ähnlich wie der Flensburger Punktekatalog, wo die Mitarbeiter dann auch zu bestraft, in Anführungszeichen bestraft werden. Im Fokus heute Gurtmuffel, Handy am Steuer und wer sonst noch so auffällt. Dass sie hier stehen, reicht schon. In dem Bereich, in dem wir jetzt hier stehen, sind die Leute angeschnallt, telefonieren nicht mehr und fahren vernünftig. Was die 100 Meter weitermachen, das weiß ich nicht. Aber hier in dem Bereich, wo ich bin, habe ich diese Sicherheit, die ich haben will. Und genau das will ich erreichen. Kontrollen lohnen sich nur kurz. Fast alle Autos haben Funkgeräte. Nach 15 Minuten wissen alle Bescheid. Also diese Buschtrommel, die funktioniert einwandfrei. Wer massiv gegen die Verkehrsregeln verstößt, kann seinen Führerschein verlieren an die Airport Security. Alkoholkontrollen machen sie auch. Heute entdecken sie nur kleinere Verstöße, wie bei diesem Lkw-Fahrer. Hallo, Herr Kollege, angegurtet, perfekt, das ist schon mal klasse. Pass auf, dein rechtes Licht funktioniert nicht, dein Abblendlicht ist kaputt. Sag bitte deinem Fahrzeugchecker Bescheid, dass es repariert wird, wenn es dunkel wird, dass wieder alles okay ist. Und immer schön angegurtet bleiben, gell? Alles klar, danke. Ciao. Licht ist Pflicht am Airport, auch bei schönem Wetter. Das ist schon ungewohnt jetzt, ne? Denn die Leitstelle meldet sich schon wieder. 3200. Rauschmar zum LSP-Melder 2563. Heute hat er besonders viele Einsätze. Sie brechen hier ab. So viel dann zur Kontrolle, oder? So viel dann zur Kontrolle, genau. Aber gut. Eine Sicherheitstür am Terminal wurde geöffnet. Ist da jemand illegal aufs Vorfeld gelaufen? Zurück in die Leitstelle im Terminal 1. Katharina Juth kümmert sich um einen Feueralarm. Ein Brandmelder hat ausgelöst, nur wo? Dann hast du hier, da, ich hab's. Ja, wir haben's. Ja. Da ist die Feuerwehr und das ist quasi der Gang, wo es zu den Parkschotten geht.
Und da ist jetzt hier das große Brandschutztor zugefahren. Alle Wege zum Parkhaus sind gesperrt. Und das Problem ist, erst wenn die Feuerwehr quasi den Bereich freigibt, können wir auch das Tor wieder aufmachen. Das heißt für uns, im Moment müssen wir die Passagiere zurückhalten oder umleiten. 10 Ungeduldige ignorieren die Sperre. Ein technischer Defekt hat den Alarm ausgelöst. Also wir haben jetzt Personal nachgefordert für die Passagierumleitung. Und das Problem ist, dass eben 2 Brandschutztore zugefahren sind und die Passagiere dann vielleicht irritiert sind. Da sieht man den Feuerwehrmann bei seiner Arbeit. Und die Feuerwehr hat es jetzt alles überprüft, ist also keine alarmauslösende Ursache gegeben, kein Feuer. Die Feuerwehr hat den Melder schon zurückgesetzt und hat das Brandschutztor aufgemacht. Alle Umleitungen wieder aufgehoben. Katharina Jud arbeitet seit 8 Jahren in der Terminal-Leitstelle. Aufzüge, Rolltreppen, Beleuchtung, Klimaanlagen, alles was Probleme macht, ist ein Fall für sie. Ich sitze länger im Auto auf der Heimfahrt und dann geht einem schon manchmal durch den Kopf, fürs nächste Mal könnte man das anders regeln oder eben andere Maßnahmen ergreifen. Und dann hat man eigene Ideen, die man dann vielleicht auch mit einem Kollegen oder mit der Fachabteilung durchspricht. Hinter den Kulissen am Flughafen Probleme lösen, ihr Traumjob. Es ist die große, weite Welt, die sie fasziniert, sagt sie, und fährt nach Aschaffenburg. Feierabend. Alles, was unregelmäßig ist am Flughafen, ist ein Fall für Christoph Friedl. Der 58-Jährige hat es wieder eilig. Das heißt, was ist jetzt passiert im Terminal? Es ist ein Melder gelaufen, ein sogenannter Luftsicherheitsplan-Melder. Das heißt, das ist eine Grenze zwischen sauber und unsauber, also zwischen kontrolliert und unkontrolliert. Und dieser Melder ist eingelaufen in der Leitstelle und wir fahren jetzt innerhalb von 2-3 Minuten dahin und überprüfen diesen Melder, was da passiert ist, wer da durchgegangen ist. Ist eine Person aufs Vorfeld gelaufen? Sie hatten schon Touristen, Passagiere, die sich verirrt haben und plötzlich vor statt im Flugzeug stehen. Da müssen wir jetzt hoch. Hier stand vor wenigen Minuten noch ein Flieger nach China. Passagiere steigen über solche Brücken in die Maschinen. Scheint aber alles sauber zu sein. Das ist dieser Melder. 6318 Hier leuchtet so ein... Euro 22, Ebene 2. Das heißt, hier hat jemand vergessen, nach der Abfertigung die Tür zu schließen. Ist jetzt nichts Tragisches, weil hier vorne dran auch nochmal eine Sicherheitskontrolle ist, aber... Trotzdem doof und nicht nach Vorschrift. Das heißt, ich frage jetzt bei der Leitstelle auch nach, ob der Melder wieder in Einschaltung ist, weil erst dann verlasse ich die Einsatzörtlichkeit, wenn ich sicher bin, dass hier alles in Ordnung ist. Wir haben auch beim Hergehen ja überprüft, es ist uns niemand entgegengekommen, unten der Melder ist nicht gelaufen, also kein Sicherheitsrisiko, es ist niemand in den Vorfeldbereich gelangt. Solche Einsätze kommen häufig vor, zweistellig pro Tag. Und weil gerade eine Straße in der Nähe ist, Verkehrskontrollen kann er auch alleine. Ich denke, das ist das A und O, damit alle Rädchen ineinander greifen. Speziell hier auf dem Vorfeld müssen sich die Leute ganz einfach an gewisse Regeln halten, weil sonst hier nichts mehr funktioniert. Dafür sind sie da, die Frauen und Männer der Airport Security, Tag und Nacht, mit geschultem Blick. Was macht Adriana Lehotzka? Besteht sie heute ihre Fahrprüfung? Seit 40 Minuten kurft Adriana übers Vorfeld. Jetzt muss sie zum sogenannten A-Finger. Dort rollen die größten Passagierflieger der Welt. Sie kommen aus allen Richtungen. Als geradeaus weiter, bitte. Sagt Fahrausbilder Maximilian Fiedler. Ganz viele Flugzeuge. Aber mir entgegen? Ja, aber der steht noch hinten auf der Rollbahn. Okay. Noch ist alles gut. Wir wollen wieder nach links abbiegen, genau. Und da halten wir hier bei unserem Stopp bei Rollverkehr an. Genau, perfekt. Und wie ist es? Es ist anders, wenn man als Beifahrer sitzt und wenn man dann selbst fahren muss. Als Beifahrer schaltet man alles ab, weil es ist nicht die Verantwortung. Selbst zu fahren muss man dann ein bisschen denken und mit dabei sein. Ich gebe dir den Tipp, fahr jetzt noch einen Ticken langsamer. Weil dann hast du mehr Zeit, in Ruhe zu schauen. Du brauchst dir keinen Stress machen. Und wenn du nur 20 fährst, dann fährst du nur 20. Das stört mich nicht.
Ja, aber nutzt die Zeit, atme tief durch. Aber bis jetzt ist es doch ganz gut. Jetzt zieht den Flieger ein ganzes Stück nach vorne. Ne? Jetzt kannst du langsam losfahren. Der Flieger wird ja noch geschleppt, das heißt, die Triebwerke sind im Leerlauf. Dementsprechend reichen uns unsere 75 Meter aus. Die haben wir jetzt. Jetzt können wir auch sicher hinter dem Flieger die Rollbahn kreuzen. So, wie sehen die nächsten Flieger aus, Adriana? Kann einer von denen einen Pushback gerade kriegen? Er könnte Pushback haben. Genau. Hat er die Lichter an oder aus? Lichter sind aus. Genau, dann kannst du noch dran vorbeifahren. Kein Blinklicht am Schlepper, keine Gefahr. Läuft bei Adriana. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ihr seht, da kommt ein großer Flieger gerollt. Wo will dieser Flieger hingehen? Ne? Aber wo soll ich hin? Wo glaubst du, will dieser Flieger hin? Wir fahren geradeaus, ja. Und der Flieger... Wird aber vorher wahrscheinlich... Ja. Der Flieger wird sehr wahrscheinlich jetzt hier links abbiegen, ne? Und siehst du, da biegt er auch schon ab. Hast sogar gut angehalten, weil wir jetzt hier den Straßenbereich freigehalten haben, ne? Auf die Position. Und dann da vorne wieder nach links, bitte. Links, zu deiner Seite. Das ist nur das links und rechts. Das muss man bis 3. Lebensjahr gelernt haben. Wer das nicht hat... Das wusste ich auch noch nicht. Ja, Wahnsinn. Das muss ich dann auch meiner Tochter beibringen, weil meine Frau genauso Schwierigkeiten mit hat. Ja, das ist wirklich, der Hirn braucht es ganz früh in der frühen Kindheit. Ja. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 1 Jahr alt. Oh, wie süß, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. So, an der Kreuzung da vorne dann wieder nach links, bitte. Sehr gerne. Du merkst jetzt, wo du auch einen Ticken langsamer fährst, fängst du viel besser an zu schauen. Du machst es jetzt schon deutlich besser als am Anfang. Und du bist am Anfang schon gut gefahren. Aber ein bisschen unsicher. Du fährst zum ersten Mal auf dem Vorfeldauto, das kann nicht perfekt sein. Ich habe zum ersten Mal Brille beim Fahren, das stört mich ein bisschen. Aber ich sehe gut. Adriana Lehotzka arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und bewacht Flugzeuge. Ohne Führerschein kommen sie und ihre Kollegen nicht zu den Maschinen. Hier rechts, zu meiner Seite. Eigentlich ist die Stunde Fahrprüfung jetzt vorbei. So, Adriana, zwischen den nächsten beiden Pfosten halten wir mal rechts an. Wieder nach links, perfekt. Kannst kurz den Motor ausmachen. So, Adriana, wie war's? Fantastisch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist das Wichtigste. Du bist auch sehr gut gefahren. Also es hat mir sehr gut gefallen, wie du gefahren bist. Anfangs noch ein bisschen holprig, aber das ist klar, wenn man zum ersten Mal auf dem Vorfeld fährt, kann man nicht von Anfang an perfekt fahren. Du wurdest aber im Verlauf immer sicherer. Du hast immer besser nach Flugzeugen geschaut. Du hast alles erkannt, was ich dich gefragt habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Dank deiner guten Ausbildung. Und das mit dem Links oder Rechts kriegt sie auch noch hin, verspricht Adriana Lehotzka. Und was ist das für ein Gefühl? Oh, toll, toll, toll. Weil jetzt kann es weitergehen natürlich. Jetzt kann man sich beruflich ein bisschen weiterentwickeln. Und wir brauchen natürlich die Autos. Oh, ich sagte ja, ist ja kein Problem, Führerschein hin oder her. Nein, ohne Auto kommt man nicht zu dem Auftrag. Der Flughafen ist viel zu groß. Es ist Notwendigkeit schon. Ja. Wie war das Fahren selber? Sehr angenehm, sehr angenehm. Aber ist komisch, ne? Oder? Ist doch aufregend, hier zu fahren. Aber eigentlich habe ich mir größeren Kopf gemacht, als es tatsächlich ist. Wenn man weiß, worum es geht, dann ist gut. Prima. Viel Glück weiterhin. Und in der nächsten Folge. Unterwegs mit Personal Shopperin Magdalena Hinzer, wo die Reichen die Kreditkarten reichen. Es gibt Leute da, die insgesamt können für so 10.000 € einkaufen. Ja, solche Kunden hatte ich auch schon. Riss in der Tasche, kaputte Koffer, ein Fall für Gepäckermittler Andreas Masur. Da ist auch ein Riss drin. Nehmen wir auf, das ist kein Thema. Und wenn der Fluggast seinen Koffer vermisst. Andreas Masur ermittelt weltweit. Der Passagier ist von Thailand nach Frankfurt geflogen und der Koffer ist in Stockholm aufgetaucht. Mittendrin, Flughafen Frankfurt. Nächsten Mittwoch um 21 Uhr.